Und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Abenteuer hier in Final Fantasy XIV Endwalker. Ja, wir können uns jetzt momentan entscheiden, ob wir Grille hier in Shalyan helfen oder mit Tancred auf weitere Reisen gehen. Aber ich habe gedacht, wenn wir schon mal hier sind, dann bleiben wir auch erstmal hier. Deshalb, Grille, was können wir für dich tun? Im Land der Bücherwürmer. Grille ist bereit, die Recherche voranzutreiben. Um das Verhalten des Rates zu verstehen, müssen wir wissen, was die Mitglieder antreibt. Wir sollten jedem Verdacht nachgehen. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass die Ratsmitglieder direkt zu befragen, hat kein Ergebnis geliefert. Es ist fast schon so, als hätten sie untereinander eine Absprache getroffen, die keiner bereit ist zu brechen. Sie sagen alle immer nur das Gleiche. Dafür erhalte ich es für das Beste, wenn wir unsere Recherchen auf alle Schriftstücke ausweiten, die wir zum Thema Weltuntergang finden können. Ich hätte es ja selbst gemacht, aber die Aufgabe ist allein nicht zu bewältigen. Umso besser, dass ich nun auf euch zählen kann. Wir sollten unsere Recherchen im Nomomenum beginnen, der größten Bibliothek Al-Shalians. Wenn du den Pfad von den Annex Richtung Westen folgst, kommst du zum Hain der Einkehr. Das Monumenum befindet sich dann ganz in der Nähe. Wir sehen uns dort. So, wenn ihr auch schon Final Fantasy XIV Endwalker spielt und auch an der Stelle diese Entscheidung hattet, könnt ihr mir ja sagen, ob ihr erst Grille oder erst Tancred gefolgt seid. Oder beiden gleichzeitig mal abwechseln. Könnt ihr ja auch theoretisch machen. Aber ich schaue mir jetzt erstmal das Land der Bücherwürmer genau an. So, da müssen wir jetzt hier oben lang. Und da erkunden wir mich noch ein bisschen hier, diese neue Hauptstadt. Und ich denke mal, das ist auch gar nicht schlecht, wenn wir die neue Hauptstadt erstmal ein bisschen kennenlernen. So, wo muss ich denn da hin? Ah, da ist das Nonum, okay. Aber da komme ich nicht da hoch, da muss ich tatsächlich über die Brücke. Okay. Gut, dass ich als Tänzerin, auch wenn ich jetzt nicht mal wie eine Tänzerin aussehe, ich habe mich ein bisschen besser eingepackt für Abenteuer mit Hose und Lederoutfit. Beziehungsweise das Lederoutfit habe ich eigentlich geschenkt bekommen. Nämlich von Grille bei der letzten Quest. Und die Hosen hatte ich noch irgendwo rumliegen. So, Grille. Hast du gut hierher gefunden? Sehr gut. Willkommen in Nomenum, dem Stolz Al-Shalians und der vielleicht großartigsten Bibliothek überhaupt. Die Bibliothek verfügt nur über diesen einen unscheinbaren Eingang. Aber tatsächlich erstreckt sich das Archiv bis tief unter die Erde. Wie die Waben einer gigantischen Bienenstocks ragen die in Büchern, Schriftrollen und anderen Schriftstücken gefüllten Räume und Etagen in die Tiefe. Es heißt, die Fläche übertrifft sogar jene der großen Gubal-Bibliothek. Die Bibliothek steht prinzipiell allen Bürgern Shalians offen. Allerdings dürfen einige Bereiche des Nomons nur von Exegeten oder mit einer Sondergenehmigung genutzt werden. Unsere beiden begleitenden Exegeten überlassen wir diesen Bereich zur Sichtung. Alizé, Alphinaud und ich schauen uns im öffentlichen Bereich um. Ach, ist Grille auch kein Exeget, okay. Auch interessant. Das gilt auch für dich. Als Besucherin steht dir die vorderen Bibliotheksbereiche offen. Ich empfehle dir, nach Büchern über die Geschichte Shalians oder den Rat der Philosophen Ausschau zu halten. Das Wissen wird sicherlich noch als nützlich erweisen und dir im Zweifelfall helfen, Shalians Kultur und Geschichte besser einordnen zu können. Ich mache mich dann auch mal auf die Suche. Wenn ich etwas Interessantes finde, leihe ich es aus und bringe es mit. Später können wir uns dann diesen Monomeperos da drüben wieder treffen. Was? Was? Die Namen sind doch erfunden. Okay, gucken wir uns aber mal die Bibel. Oh. Das sind mal viele Bücher. Und da geht's runter. Oh, aber das ist cool. So, wo ist erstmal die Science-Fiction- und Fantasy-Abteilung? Das ist immer das Erste, was ich mir in Bibliotheken und Büchereien angucke. So, ausgeblichene Bücher. Auf einem ausgebleichten Buchumschlag steht der Titel Die Gründung Shalians, Kinderbuchausgabe. Möchtest du das Buch lesen? Oh ja, das ist schön einfach für mich. Vor langer, langer Zeit gab es eine Insel im Nordmeer, auf der ein Rotjagün lebte, der Nynkremf hieß. Er war ein weiser Mann und hatte in den Sternen gelesen, dass eine gewaltige Flut die Welt heimsuchen würde. Deshalb baute er ein riesengroßes Schiff und reiste mit seinen Freunden nach Eoser. Als die große Flut kam, wurden die Bewohner Eoseas beinahe ins Meer gespült.
Aber der mutige Nyngremf und seine Freunde waren zur Stelle und konnten viele von ihnen retten. Doch dann, oh Schreck, kam eine gewaltige Welle genau auf das Schiff zu. Der weise Nyngremf nahm all seine Kraft zusammen, sprach einen mächtigen Zauber und rettete sein Schiff auf einen hohen Berg. Dort hatten sich bereits viele Flüchtlinge aus allen Ecken der Welt versammelt. Wasser und Brot waren knapp geworden und Kriege waren unter einstigen Nachbarn ausgebrochen. Nyngremf sah die Not und hatte Mitleid mit den Leuten. Er ließ sein gestrandetes Schiff zurück und zog mit ihnen los, um schließlich woanders ein neues Schiff zu bauen und zurück ins Nordmeer zu reisen. Auf einer herrlichen Insel gründen sie eine neue, prächtige Siedlung. Unser schönes Schalejan. So, Buch mit rotem Umschlag. Ein Buch mit rotem Umschlag trägt den Titel Auf alten Fahrten, die Kolonie. Das Buch lesen? Ja, bitte. Im dravernischen Hinterland an den Gestanden des Flusses Taliak unterhielt Schalejan einst eine Kolonie. Es war das Jahr 1311 der 6. Ära des Lichtes, als dort erstmals eine Station zur Beobachtung des Sternengrundes errichtet wurde. Dieses Observatorium wurde ständig erweitert, da es als Basis für Feldstudien und Expeditionen in Eurasea genutzt wurde und sich großer Beliebtheit bei Forschern aller Art erfreute. Gleichzeitig verbreitet sich die Kunde, dass dort ein Juwel des Wissens und der Gelehrsamkeit entstanden war. So zog die Einrichtung Gelehrte und solche, die es werden wollten, aus allen Teilen Eoseas an. 50 Jahre nach seiner Gründung, im Jahr 1361 der 6. Ära des Lichtes, erklärte der Rat der Philosophen die Beobachtungsstation, die inzwischen beachtliche Ausmaße angenommen hat, offiziell zur Kolonie Schalians. Die Bewohner Eoseas ihrerseits bezeichneten die Kolonie alsbald als Schalian, viele von ihnen nichts ahnend, dass die eigentliche Nation ganz woanders ihre Wurzeln hatte. Von den Bürgern der schalianischen Nation wurde die Kolonie jedoch tatsächlich fortwährend als Emporium bezeichnet. Nach dem großen Exodus aus Eurasea fand erneut eine Art Umwidmung statt. Die neuen Bewohner der zurückgelassenen Kolonie, Goblins und Schatzsucher, nannten ihr neues Zuhause Frohalde. Und so ist sie auch heute noch bekannt. Es folgt eine langatmige Beschreibung Frohaldes. Hier wirst du keine weiteren Informationen zu Schalalan oder den Rat der Philosophen finden. Da haben wir also nichts. Aber das Kinderbuch, das war ergiebig. Okay, da haben wir was. Ledergebundenes Buch. Auf einem schweren, in Leder gebundenen Buch steht der Titel Der Wandel der Stadt aus dem Blickwinkel des Rates. Möchtest du das lesen? Ja. Nach der Gründung Schalians, einer in dieser Welt einzigartigen Nation, wurden wichtige Entscheidungen, die die Geschicke des Landes beeinflussten, in sogenannten Bürgerparlamenten gefällt. Alle Bürger Schalians hatten das Recht, an dieser Versammlung teilnehmen zu dürfen, sofern sie es wünschten. Doch mit der Zunahme der Bevölkerung wuchs auch die Bürgerparlamente. Diskussionen zogen sich immer weiter in die Länge, ohne dass man zu einer Entscheidung gelangte. Die Situation war alsbald unhaltbar geworden und führte am Ende zu Handlungsunfähigkeiten. Man diskutierte eine Reihe von Reformen und im Jahr 201 der 6. Ära des Lichtes entschied man sich schließlich für eine Form der repräsentativen Demokratie. Dies war die Geburtsstunde des Rates der Philosophen. Seither ist es die Aufgabe aller volljährigen Schalianer, eine von 99 Repräsentanten zu wählen, der an ihrer Stadt im Parlament spricht. Aha. Das ist auf alle Fälle wichtig gewesen. Dafür haben wir einen Punkt gekriegt. So, Buch mit blauem Umschlag. Auf dem Buchrücken steht Vom Himmel lernen, Einführung. Möchtest du das Buch lesen? Auf alle Fälle. Hat der werte Leser jemals versucht, etwas über die Geheimnisse des Himmels zu erfahren? Nein, ich spreche hier nicht über das Himmelszelt, wo Tag für Tag die Wolken vorbeiziehen. Ich spreche über unendlich weit entfernte Orte, über die funkelnden Sterne und ihren kleinen Begleiter, die sich in der finsteren Nacht zeigen. Die meisten unserer Zeitgenossen nennen das blaue Dach über unserem Planeten Himmel. Aber unter jenen, die sich dem Studium des Sternenmeeres verschrieben haben, wird der Himmel als Kosmos bezeichnet. Der Kosmos ist ein Gefüge, das alle Vorstellungskräfte sprengt. Es ist ein geheimnisvoller Ort, ein Ort, an dem Fragen beantwortet werden, die wir allein mit dem Blick auf unseren Planeten niemals beantworten können. Durch das Studium des Kosmos haben wir gelernt, dass es tatsächlich die Planeten sind, die sich um die Sterne drehen und nicht umgekehrt. Warum das so ist, können nur wenige beantworten. Aber es sind elementare Fragen.
Die alten Allaga verstanden am meisten von den Gesetzen und Prinzipien des Kosmos. Sie waren es, die Dalamut über die Grenzen unseres Planeten hinaus wuchteten und nach den Sternen griffen. Der geneigte Leser mag sich nun verwundert fragen, ob der Autor seinen Verstand verloren habe und wirres Zeug schreibt. Doch mitnichten. Ich versichere, alles, was ich hier darlege, basiert auf wissenschaftlich erarbeiteten und mehrfach bestätigten Erkenntnissen. Die Sternenkonstellationen, die wir heute an unserem Nachthimmel bewundern, sind andere als jene, die vor Jahrtausenden am Himmel standen. Und sie verändern sich immer weiter. Was ist, wenn ich den geneigten Leser sagen würde, die Sterne sind Reisende im Kosmos und mit jedem Jahr entfernen sie sich weiter voneinander? Wäre dann das Feuer der Neugier erfacht? Das scheint nicht das richtige Buch zu sein. Halte weiter Ausschau nach Büchern zur Geschichte Charlans und über den Rat der Philosophen. Sehr interessant ist tatsächlich die Big Bang Theory. Das werde immer weiter zu einem neuen Kollaps, also der Expansion des Universums hinausstreben. Eine andere geht ja davon aus, dass wir implodieren, aber ja. Auf einem speckigen Buch steht für immer 20. Oh ja. Liebe Freunde der Gelehrsamkeit, hältst du vielleicht auch lange Mahlzeiten und ausgiebige Nachtruhe für Zeitverschwendung? Siehst du möglicherweise körperliche Ertüchtigung als Strafe und nichts von sinnvollem Zeitvertreib zum Erhalt deiner Kräfte? Ja, außer die langen Mahlzeiten. Die finde ich wichtig. Vor nicht allzu langer Zeit dachte ich das ebenfalls, doch die Pfade des Wissens lenkten meine Meinung in andere Richtungen. Es bedarf keine medizinische Vorbildung, um zu wissen, dass unsere Zeit auf dieser Welt begrenzt ist. Unser Körper altert von Stunde der Geburt an und nachdem wir unseren physischen und geistigen Zenit erreicht haben, beginnt der scheinbar unaufhaltsame Verfall des Selbst. Und so dachte ich mir, was wäre, wenn wir für immer 20 Jahre alt sein könnten? Oder 19, 23 oder gar 40 Jahre, spielt keine Rolle. Vielmehr möchte ich auf die Implikation für unser Leben hinweisen. Denn durch einen guten und gesunden Lebenswandel können wir die Zeit, die wir in Taliks Werk fortführen, verlängern. Es ermöglicht uns vielleicht, diesen letzten Schritt zu gehen, der unsere wahre Weisheit gewährt. Auf den nächsten Seiten findest du eine Illustration unseres Körpers, basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Medizin, Magiekunde und Ätherologie. Oh, das ist ein Buch für Weise. Das scheint nicht das richtige Buch zu sein. Halte weiter Ausschau nach Büchern über Charlan und den gelehrten Philosophen. So, probieren wir das Buch da hinten aus. In vergilbten Lettern steht Sammler des Wissens auf dem Buchrücken. Möchtest du das Buch aufschlagen und darin lesen? Ja. Nünkrimpf ist ohne Zweifel der wichtigste Urvater der Charlianer. Während der 6. Katastrophe wurde er Zeuge blutrünstiger Konflikte zwischen den Völkern Eroseos und entschloss sich, diese Barbarei hinter sich zu lassen und eine Siedlung inmitten des Nordmeers zu gründen. Der Überlieferung nach sprach er: Dem Krieg will ich endgültig den Rücken kehren und in weiter Ferne den Pfad des Wissens und der Weisheit folgen. Dieser Leitspruch sehen wir als Charlianer auch heute noch als eine Verpflichtung an. Deshalb sind wir als Nation einzigartig. Unsere Macht stützt sich nicht auf Militär, sondern einzig auf unser gesammeltes Wissen. Unsere Händler sind herausragend, weil sie Wirtschaftszusammenhänge verstehen. Unsere Bauern haben dank wissenschaftlicher Erkenntnisse hervorragende Erträge. Aufgrund unserer Ingenieurskunst beherrschen wir komplexe Wasserversorgungssysteme und müssen keinen Durst leiden. Wir helfen, dieses Wissen und die Weisheit in die Welt zu verbreiten und sie so zu einem besseren Ort zu machen. Und schließlich erlangen wir dadurch auch Ansehen, Respekt und Wohlstand für unsere einzigartigen Nationen. Das ist unsere Mission und das Wesen eines jeden Charlianers. Wir werden das Geschenk des Friedens und der Weisheit unseren Vorfahren ehren. Für uns selbst und für eine bessere Zukunft. Du hast wichtige Informationen über Geschichte. Yay, wir haben alles zusammen. So, dann geht's zurück an den Zielort. So, das war ja, glaube ich, draußen irgendwo bei diesen komischen Monumenten oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich könnte hier noch ein paar Stunden weiterlesen. Ich liebe Bibliotheken. So, okay. Dieser Pavillon hier. Zielort. Ihr wartet auch alle? Okay. Oh, hast du etwas auf uns gewartet? Ich habe eine Reihe von Büchern ausgeliehen, die mir vielversprechend erschienen. Alphino und Grille sollten auch jeden Moment zurück sein. Ich habe das Gleiche getan, aber in der Abteilung der Exegeten
Ich habe das gleiche getan, aber in der Abteilung, die Exegeten vorbehalten ist, war kaum etwas zu holen. Gerade ist erstaunlich viel verliehen, da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Ich schlage vor, wir tauschen erst einmal aus, was wir in Erfahrung gebracht haben und stöbern dabei weiter in den ausgeliehenen Werken. Ach, das wäre eigentlich die perfekte Gelegenheit gewesen, euch allen zu uns nach Hause einzuladen. Da hätten wir viel Platz gehabt und könnten bei einer Tasse Tee in Ruhe die Bücher studieren. Macht dir nichts draus, Alizé. Ich lese Bücher gerne an der frischen Luft. Aber ich kann deinen Missmut darüber verstehen, dass ihr momentan nicht ohne weiteres in euer eigenes Zuhause zurückkehren könnt. Ja, als wir angekommen sind und etwas Zeit hatten, habe ich klammheimlich eine unserer Bediensteten angesprochen, mit der ich mich immer gut verstanden habe, und habe sie nach der Lage zu Hause gefragt. Offenbar haben sie Anweisung von Vater bekommen, uns keinen Zutritt zu gewähren, sollten wir zurückkommen. Das tut mir wirklich leid zu hören, Alizé. Ich hoffe, dass unsere Untersuchungen irgendwas zutage fördern, das dabei hilft, die Situation mit eurem Vater zu klären. Danke, Raha. Das ist lieb von dir. Es wird schon irgendwie werden. Aber was ist denn mit dir? Hast du keine Familie hier, die du besuchen könntest? Also, ich bin zwar in Schalan aufgewachsen, aber meine eigentliche Heimat liegt woanderswo. Ich bin im Süden von Ilsbad geboren, in einer Region namens Corvus. Sie liegt gegenüber der Insel Tavina und meine Familie lebt dort schon seit vielen Generationen. Es ist eine sehr wohlhabende Region, in der von den Allagern einst eine prächtige Provinzstadt errichtet wurde. Die Herrscher entsandten vor allem Mikoten als Arbeiter dorthin. Doch das Allergische Kaiserreich zerfiel in gewaltigen Beben der 4. Katastrophe und im Zuge der 5. Katastrophe flohen zahllose Mikoten nach Eurosea. Meine Familie blieb jedoch zurück, um das zerfallene Erbe der Allager zu schützen. Corvus, ist das nicht auch ein Gebiet unter der Herrschaft des Galeischen Kaiserreiches? Ja, richtig. Das ist es allerdings schon seit etwa über 50 Jahren. Genau wie die anderen Provinzen ist die Kultur von Corvus dabei mehr oder weniger unter Galemaids Herrschaft erhalten geblieben. Die Galeer bezeichnen die Provinz jedoch als Locus Armenius. Ich war noch ein kleiner Junge, da übernahm die Familie Danus die Herrschaft über die Stadt, in der ich lebte. Die Galeer waren offenbar sehr interessiert an der allagischen Kultur und meine Familie musste entscheiden, was sie nun zu tun gedachte. Es gab schon immer jene in der Familie, die sich dafür ausgesprochen hatten, die alten Traditionen hinter sich zu lassen. In der Vergangenheit waren es immer die Erstgeborenen, die die blutroten Augen des Kaisers geerbt hatten. Aber es gestaltete sich immer schwieriger, dies weiterzugeben. Am Ende entschied meine Familie, das Wissen und die Tradition der Allager aufzugeben, bevor die Galeer davon Wind bekommen konnten. Und so wurde ich der Letzte in meiner Familie, der die Kaiseraugen trägt. Ich habe mich später Baldions Gelehrten angeschlossen und bin so schließlich Bürger Schalians geworden. Oh, ich wusste es nicht, dass... Oh, entschuldige, meine Frage war unbedacht. Aber nicht doch. Wir haben alle eine Vergangenheit und eine Geschichte. Und sie alle sind mehr oder weniger schmerzvoll. Denken wir an Tancred und wie er in Limsa Lominsa getroffen hat. Alles kleine Einzelfälle in Schalian, würde ich sagen. Alles keine Einzelfälle, ist rum. Wir haben aber die Chance erhalten, hier zu lernen. Wenn man sich anstrengt, kann man es sogar bis zum Exegeten schaffen. Für mich war es ein Segen. Das ist es, was so Großartiges an Schalian. Und ich hoffe, dass es in Zukunft auch noch viele geben wird, die den gleichen Weg beschreiten. Du hast absolut recht, Raha. Ein Grund mehr, herauszufinden, warum der Rat der Philosophen so uneinsichtig ist. Ich werde umgehend die Bücher studieren, die ich ausgeliehen habe. Zumindest bis die anderen auch wieder hier sind. Vielleicht liegt ja irgendwo zwischen den Zeilen die Wahrheit verborgen. So. Müssen wir nochmal auf den Zielort warten, bis die anderen kommen? Irgendjemand da? Da wären wir wieder. Und wir haben die Tasche voll mit Büchern. Unter anderem das Standardwerk Geschichte der Katastrophen. Grille hatte sich allerdings bereits angeschaut und eigentlich nur Bekanntes darin gefunden. Daher haben wir beschlossen, die 7. Katastrophe auf eine andere Perspektive zu beleuchten. Und dazu habe ich gezielt nach den alten Forschungspapieren und Aufsätzen berühmter Ratsmitglieder gesucht. Apropos Katastrophe. Tara, könntest du mir nicht noch einmal ein paar Fragen beantworten, bevor wir weiter in dem Thema voranschreiten? Ja, gerne.
Ich habe im Gegensatz zu allen anderen den Niedergang Amarots nicht mit eigenen Augen sehen können. Und vielleicht ist das ja ein Detail, ist uns ja ein Detail entgangen. Danke. Also gut, dann lass mich mal überlegen. Also, da war das, dann das. Was war die Ursache für die Apokalypse, die Aschens widerfahren ist? Wissen wir nicht. Also irgendwas aus dem All. Die Schöpfungsmagie ist offenbar außer Kontrolle geraten. In ihrer Arroganz haben sie eine mächtige, unkontrollierbare irgendwas Furchtbares. Ich glaube, die Schöpfungsmagie ist offenbar außer Kontrolle geraten. Das hier. So ist es. Als die Katastrophe begann, haben sie sich offenbar alle möglichen Lebewesen auf unvorstellbare Weise gewandelt. Grund war wohl die Schöpfungsmagie, die unkontrolliert wütete. Angst und Leid manifestierte sich auf verschiedenste Art und Weise. Sterne regneten vom Himmel, Feuersbrünste brachen aus und überall tauchten schreckliche Bestien auf. So weit, so bekannt. Wenn wir heutzutage noch so etwas wie die Schöpfungsmagie hätten, könnte man in diese Richtung Nachforschungen anstellen, aber wir wissen einfach viel zu wenig darüber. Ich glaube, Yestolla hatte mal erwähnt, dass die Primarbeschwörung, die die Aschens unter den Stammesvölkern verbreiteten, der Schöpfungsmagie noch am nächsten kommen. Gab es noch irgendwelche anderen bemerkenswerte Umstände im Zusammenhang mit der Apokalypse? Der ganze Planet wurde offenbar von der Katastrophe heimgesucht. Kurz zuvor sollte auf der Erde irgendein schreckliches Geräusch ertönt sein. Genau. Irgendein komisches Geräusch. Stimmt, das berichteten die Bewohner von Amaroth. An dem Zeitpunkt der Katastrophe, dem wir beiwohnten, war es allerdings schon verhallt. Um genau zu sein, begann die Verwandlung offenbar nach dieser Kakophonie aus den Tiefen der Erde und griff quasi auf die ganze Welt über. Eine schreckliche Kakophonie. Beschreibung bringt uns zwar nicht viel weiter, aber dieses Geräusch muss sehr laut gewesen sein. Laut genug, dass es alle vernehmen konnten. Ich werde später mal den Referenzverzeichnis befragen, ob es nicht ein Werk gibt, das sich mit den Geräuschen aus dem Planeteninneren beschäftigt. Eine weitere Frage, wenn du gestattest. Was haben die Aschens getan, um diese Katastrophe abzuwenden? Zodiac. Richtig. Elidibus wurde zum Kern Zodiacs und anschließend opferte man zahllose Aschens, um den dunklen Gott zu beschwören. Wir wissen nicht genau, wie die Beschwörung des dunklen Gottes die Apokalypse abgewehrt hat, aber seine Macht muss beeindruckend gewesen sein. Emmet Zelch bezeichnete seinen Einfluss als eine neue Ordnung. Das Ende der Welt war also abgewendet und die Aschens begannen damit, weitere Leute ihres eigenen Volkes als Opfer darzubringen, um den Planeten wieder zu heilen. Die Natur erblühte langsam wieder zu den Gestirn und doch sollte jene zarte Knospe des Lebens irgendwann ebenfalls Zodiac geopfert werden. Mit diesem Faustpfand wollten die Aschens all jene ihrer Geschwister, die sich geopfert haben, wieder ins Leben zurückholen. Doch die Fraktion rund um Venant vertrat der Ansicht, dass das neu entstandene Leben ein Anrecht habe, die Zukunft des Gestirns mitzubestimmen, und man entschloss, sich Heilerlin zu schaffen. Ich danke euch beiden für die kurze Auffrischung meines Gedächtnisses. Jetzt, da ich noch einmal alle Zusammenhänge so klar vor mir habe, führt mich einen nächsten Gedanken zu den Telephoroi, deren erklärtes Ziel es schließlich ist, den Weltuntergang herbeizuführen. Momentan scheint ihre Strategie zu sein, möglichst viele Geiseln in ihre Türme zu locken und diese zur Beschwörung von Primar zu zwingen. Wollen sie vielleicht so dafür sorgen, dass die Kraft der Beschwörung außer Kontrolle gerät, so wie es damals bei der Schöpfungsmagie der Fall war? Ist das ihr Ziel? Oder geht es schlicht darum, so viel Schaden wie möglich in der Welt anzurichten und man sich einfach diesen bedeutungsträchtigen Begriff bedient, um Panik zu schüren? Ich weiß, das sind alles viele Spekulationen, aber ohne irgendwelche weiteren Informationen bleibt ja nicht viel anderes übrig. Ich werde mich in die ausgeliehenen Bücher einlesen, bis Yestolla zurück ist. Vielleicht hat sie ja etwas herausgefunden, das uns weiterführt. So, dann warten wir auch auf die anderen. Beziehungsweise wir können mal ganz kurz mit Kratia reden. Hat er vielleicht was entdeckt? Wie? Du möchtest mehr über Corvus erfahren? Seit mich Galluf bei den Gelehrten aufgenommen hat, war ich ehrlich gesagt nicht mehr dort. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, ist die Lage nicht gut. Eine Gruppe nationalistischer Kovar soll einen Aufstand gegen die Herrschaft der Gallianer angezettelt haben. Ansonsten, ach ja, kennst du schon die Legende vom fliegenden Teppich?
Nein. Ich dachte mir, ich überlasse die trockenen Geschichtsbücher über die Antike anderen und schaue mir stattdessen Werke jüngeren Datums an. Die Annalen der jüngeren Geschichte enthalten vielleicht Hinweise darauf, was den Rat der Philosophen antreibt. Okay. So, Grille. Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen, dass ich endlich allein gegen die bürokratischen Schikanen des Rates, nicht mehr alleine gegen die bürokratischen Schikanen des Rates kämpfen muss. Gemeinsam geht das alles leichter von der Hand. So, und Alphinaud ist tatsächlich weg. Okay, dann warten wir eben noch auf die letzte. Die müsste ja auch gleich kommen. Entschuldige die Verspätung. Ich habe in der Exegetenabteilung noch ein paar interessante Werke entdeckt. Aber erwarte lieber nicht zu viel. Eines der Bücher heißt Geruns Offenbarung. Orianger hat es mal in Zusammenhang mit der Splitterwelt erwähnt. Weil man sich vor Aufruhr fürchtete, war das Buch lange in der großen Gulab-Bibliothek versiegelt. Es enthält Hinweise auf die Welt vor der Zersplitterung und die Apokalypse. Leider ist alles in Form von Prophezeiung geschrieben und daher alles andere als leicht verständlich. Deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass weder Exegeten noch Ratsmitglieder viel über die Materie wissen. Und doch ist es offensichtlich, dass der Rat irgendwas über den Weltuntergang weiß, den die Telephoroi herbeigeführen wollen. Zu vage sind die Ausflüchte, die sie machen. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass der Rat der Philosophen ein Geheimnis verbirgt, das die Zukunft ganz Charleans betrifft. Ich lese jetzt erstmal in den ausgeliehenen Büchern, ob ich nun finde, was wir suchen oder nicht. Es wird auf jeden Fall lehrreich werden. Du wirst mir doch sicher bei der Interpretation helfen, oder? Was? Ich bin aber kein Gelehrter. Also, im Moment zumindest nicht. Für eine Weile kämpfst du dich gemeinsam mit Yestolla durch diverse Bücher. Okay, habt ihr irgendwas Interessantes gefunden? Grelle? Ah, da bist du ja wieder. Und konntest du etwas über Charleans Geschichte und den Rat der Philosophen herausfinden? Nicht wirklich. Sehr gut. Falls du Appetit auf noch weitere Lektüren hast, kannst du jederzeit die magischen Marionetten im Eingangsbereich der Bibliothek ansprechen. Das Referenzverzeichnis ist in dieser Hinsicht sehr hilfreich. Aber leg doch ruhig erstmal eine kleine Pause ein. So, wir schließen ab. Ich ziehe mich mal ein bisschen hier zurück. Und wir machen jetzt tatsächlich eine kleine Pause. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke auch an meine Kanalmitglieder und ganz besonderen Dank natürlich an meine Ehrenmitglieder Juria Neiplum, Necki Magister und Klingone23. Und in der nächsten Folge sprechen wir mit Alizé. Bis dahin sage ich danke und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.